Nachdem Hitler 1933 Reichskanzler wurde, begann die Zeit des Nationalsozialismus, die bis 1945 andauerte. Von da an wurde das Deutsche Reich zu einer Diktatur, die mit viel Gewalt erfüllt war und auch zu psychischen Belastungen des Volkes führte. Dies alles kam zustande, da Hitler die alleinige Macht hatte, was diese Zeit wie folgt beeinflusste. Die Zeit des Nationalsozialismus war geprägt durch Adolf Hitler und seine Vorgaben zur Denkweise, welche aus Sicht von Elsa inakzeptabel war. Es gab keine Meinungsfreiheit und alles wurde gleichgeschaltet. Zudem wurde die Freiheit eingeschränkt, indem alles überwacht wurde. So wurden auch die Arbeiter eingeschränkt, was Elsa ebenfalls merkte, da er als Schreiner arbeitete. Außerdem wurden sogar Juden verfolgt. All das ist auch in diesem Bild zu erkennen, in dem Hitler ganz klar als Führer im Mittelpunkt dargestellt ist und alle mit seinen Vorgaben leitet. Der Rest der Bevölkerung läuft ihm hinterher und befolgt seine Regeln ohne Widerspruch. Zu den Leuten, die Hitler einfach ohne zu widersprechen folgen, gehört jedoch nicht der Widerstandskämpfer Georg Elser, der auch hier auf dem Bild zu erkennen ist und der das Hauptthema des Videos darstellt. Er wurde 1903 in Baden-Württemberg geboren und wuchs dort in einer Großfamilie auf. Schon als Kind musste er beim Hof seiner Eltern mitarbeiten. Elser ging zur Schule und machte anschließend ein Studium als Schreiner. Als er dann anfing, als Schreiner zu arbeiten, wurde er Mitglied im Holzarbeiterverband. Ein paar Jahre später ist Elser dann dem Roten Frontkämpferbund der KPD beigetreten, hatte dort aber keine Funktion und war ein einfaches Mitglied. Elser merkte schnell, wie unzufrieden er von der nationalsozialistischen Herrschaft war und strebte nach Freiheit und Frieden. Durch seine Beobachtungen der Aufrüstung des Militärs sah er sogar den Krieg voraus, was ein weiterer Grund für ihn war, Hitler zu stoppen. Also machte er einen Plan, um Hitler aufzuhalten. Elser arbeitete ein Jahr in seiner Versandsabteilung, wo er über längeren Zeitraum 250 Pressstückchen Pulver gestohlen hat. Anschließend fing der Widerstandskämpfer für kurze Zeit an, in einem Steinbruch zu arbeiten, damit er dort Dynamit klauen konnte. Aus diesen Materialien baute Elser schließlich eine Bombe, die er im Bürgerbraukeller über dem Rednerpult von Hitler versteckte. Für die Vorbereitung wohnte er schon 3 Monate vor dem Attentat in München. Elser hatte die Zündung der Bombe auf 21:20 Uhr am 8.11.39 eingestellt, sodass Hitler während seiner Rede umkommen sollte. Jedoch war dessen Rede schon 13 Minuten früher beendet als geplant, weshalb er den Raum schon verlassen hatte und stattdessen 7 andere Menschen getötet und 60 weitere verletzt wurden. Auch der Bürgerbrauereikeller trug Schäden mit sich, wie hier zu erkennen ist. Die Decke ist zusammengebrochen und einige Säulen hielten nicht mehr stand, weshalb der Brauereikeller auch für kurze Zeit nicht mehr benutzt werden konnte. Die Reparaturen erfolgten jedoch schnell, wodurch er schon nach wenigen Monaten wieder als Veranstaltungsraum genutzt werden konnte. Bevor die Bombe jedoch ausgelöst wurde, war Georg Elser schon auf dem Weg, sich von seinem Tatort zu entfernen. Er wollte in die Schweiz, wurde jedoch an der Grenze aufgehalten, da er verdächtige Gegenstände mit sich hatte, wie zum Beispiel Sprengstoff, welcher Elser für den Bau seiner Bombe benutzte. Deshalb folgte ein Verhör der Gestapo, in dem er gestand, die Tat alleine begangen zu haben. Anschließend haben sich die Beamten gegenseitig beraten und über das weitere Vorgehen abgesprochen, was man auf dieser Quelle erkennen kann. Schlussendlich wurde der Widerstandskämpfer dann verhaftet und erst einmal ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Vergingen ein paar Jahre, bis Georg Elser dann schließlich ins Konzentrationslager Dachau gebracht wurde. Dort war im Lagergefängnis, welches hier zu sehen ist, weil sich dort alle Sonderhäftlinge aufhielten und er zu solchen gehörte. Zu diesem Zeitpunkt hatte Deutschland schon die Aussicht zum erneuten Kriegsverlust. Da der Gedanke bestand, dass Elsa als Feind von der nationalsozialistischen Denkweise dann eventuell noch etwas an der Zukunft Deutschlands ändern könnte und Adolf Hitler nicht wollte, dass er den Kriegsverlust mitbekommt, womit Hitler als Verlierer dastehen würde, wurde Georg Elser am 9.4.1945 auf Befehl von Hitler ermordet. Georg Elser war nach seinem Attentat vorerst nicht angesehen. Dies änderte sich jedoch ab 1960, als er dann immer bekannter wurde. Später wurden dann Schulen und Straßen nach ihm benannt, sowie auch Filme über ihn gedreht. Es wurden sogar mehrere Denkmale für ihn errichtet, beispielsweise in Berlin. Dieses ist auf der Abbildung zu erkennen und soll sein Seitenprofil darstellen. Elsa wird als ein Widerstandskämpfer erinnert, der niemals aufhörte, seine Ziele zu verfolgen und seine eigene Meinung immer beibehalten hat. Auch wenn er dadurch ins Konzentrationslager geraten ist, wo sein Leben stark gefährdet war. Obwohl Elsa zu seiner Zeit keine Anerkennung erhielt und in Hass gestorben ist, fanden die Menschen sein tragisches Schicksal später heraus und erkannten ihn als mutigen Helden an, der in der damaligen Zeit auch immer noch viele Leute inspiriert.